Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute gucken wir uns mal den Fortschritt an, denn wir haben ja immer noch eine Mission am Laufen. Und zwar wollen wir ja zusammen den YouTuber Dungeon bezwingen, ja. Und wir hatten ja mal ein Dungeon Try Video mäßig so gemacht, wie es aussieht. Ja, und sind leider am ersten Gegner verzweifelt, und diesbezüglich haben wir uns eine Taktik überlegt, die wir uns schon zurechtgefeilt haben, damals als der YouTuber Dungeon rauskam, denn dort gab es eine Reihe an Gegnern, die so nicht besiegbar waren, weil die Gegner einen immer gewone-shottet haben, und deswegen habe ich dann die Schlussfolgerung daraus gezogen, dass es dann egal ist, wie viel Leben man hat, weil du wirst sowieso gewone-shottet. Das ist bei dem YouTuber-Dungeon Gegner so, und das ist bei diesem Gegner aktuell auch so, also deswegen ist das gar nicht so schlecht, dass wir das machen. Deswegen habe ich mir die Taktik überlegt, auf so viel Schaden wie möglich zu gehen, rauszuhauen, weil, wie gesagt, es ist egal, wie viel Leben man hat, man wird sowieso gewone-shottet. Und deswegen ja, ist der Schaden auf jeden Fall besser als Damage. Ja, und deswegen sind wir momentan so ein bisschen dabei, das Ganze hier zusammenzusammeln, und sind auch schon ziemlich weit. Wir mussten uns dafür natürlich dann Intelligenzstäbe suchen, ja, also Schadenswaffen, und wir brauchen dafür dann auch dementsprechend die Schadenssteine. Das heißt, wir brauchen Intelligenzsteine. So, das Ganze erstmal zu finden, war gar nicht so einfach, das kann ich euch sagen. Sind jetzt aber schon gut weit fortgeschritten, würde ich jetzt mal behaupten. Und eieiei, der Gegner sieht ja hier mal mehr als gut aus. Oh, wäre die Kunigunde jetzt nochmal ausgewichen. Vielleicht haben wir jetzt nochmal einen Crit raus. Ui. Na, ich glaube es nicht. Ach, was war denn da los? Oh Gott. Also, ja, okay. Gut, dann wissen wir aber auf jeden Fall, welchen Gegner wir als nächstes in den Free Tries angreifen werden. Solange wir uns noch nicht auf die YouTuber-Dungeon-Mission begeben. Ja, mit so einem knappen Kampf hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, muss ich mal an der Stelle sagen. Da hätte ich gedacht, das ist ja heftig. Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Hätten wir vielleicht vorher mal geskillt. Ich sehe nämlich gerade, wir haben hier nämlich ein bisschen Gold auf der hohen Kante zu liegen. Und die Taverne blinkt, das heißt, ich habe, glaube ich, jetzt gerade auch somit meine Daily Quest erfüllt, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 3-mal Intelligenz steigern. Sehr gut. Haben wir das auch gleich, hätten wir es mal vorher gemacht, dann hätten wir vielleicht den Gegner jetzt hier sogar besiegen können. Ja, also werden wir nächstes Mal in den Free Try vielleicht schaffen. Da hätte die Kunigunde nur 1-2 Mal ausweichen müssen, dann hätten wir es geschafft. Naja, auf jeden Fall kommen wir zurück zu der Mission, auf der ich mich jetzt gerade befinde. Und zwar habe ich die dementsprechenden Waffen schon am Start. Ich habe hier 2-mal Waffen mit Runen drauf, eine Waffe ohne Rune, aber die ist von der Spanne rechts raus mit am stärksten gegenüber den anderen Waffen hier. Allerdings haben diese Waffen halt Runenschaden drauf, was natürlich einen guten Vorteil bringt gegenüber der Waffe ohne Rune. So, ich habe mir die Waffe aber trotzdem mal aufgespart, um mal zu gucken, vielleicht kriegt man noch eine bessere oder so. Bisher habe ich nichts Besseres bekommen, und ja, deswegen müssen wir erstmal mit diesen 3 Waffen hier leben. Ich habe jetzt mittlerweile 2 Intelligenzsteine gefunden. Das hat sehr lange gebraucht, bis ich die 2 Intelligenzsteine gefunden habe. Das sind 2 x 1682 Intelligenz, was schon ein guter Boost ist. Und jetzt habe ich aber halt auch noch zufällig letztens diese Geschickwaffe hier gefunden für die Kunigunde mit Feuerschaden drauf, einer guten Spanne rechts raus, einigermaßen guten Spanne, und wie gesagt, es ist halt ein Geschickbogen für die Kunigunde geworden. Nachdem ich sowas hier in die Toilette geworfen habe, kam die richtige Waffe mit dem richtigen Attribut drauf, und ja, jetzt werde ich, da wir ja wirklich das Maximum rausholen wollen, werde ich noch warten, bis wir dann auch noch einen Geschickstein haben, weil wie gesagt, die 2 Instane haben wir schon, das ist alles safe, das werden wir machen. Ja, soweit sind wir schon auf jeden Fall, und jetzt warte ich nur noch auf einen einzigen Geschickstein für diese Waffe, um dann auch die Kunigunde dementsprechend gut
auf diese Mission vorzubereiten. Für den Bertram, bin ich ehrlich, habe ich jetzt keine Waffe gefunden, möchte ich auch nicht nachsuchen. Ich habe zwar einen Stärkestein, das ja, allerdings, gut, ja, möchte ich jetzt nicht nach einer Waffe suchen, weil da muss ich die auch wieder in die Toilette werfen, da muss ich darauf hoffen, dass die Waffe für den Bertram geeignet ist und dann muss ich halt gucken, dass das Attribut auch stimmt, dass da Stärke drauf ist und nichts anderes, weil sonst wäre das Ganze nämlich wasted. Ich könnte mir überlegen, den Stärkestein vielleicht in die Waffe reinzutun, das ist eine Option, die man machen könnte, ja, aber das ist ein aktueller schwarzer Stein, deswegen bin ich mir da auch unsicher, könnte man machen, um wirklich das Maximum rauszuholen, aber ja, extra nach einer Waffe für den Bertram suche ich jetzt nicht, weil der Bertram haut unterm Schnitt immer am wenigsten Schaden raus, was jetzt so eine Glückssachen angeht auf jeden Fall. Und der Bertram wird auch ge-one-shottet, davon mal ab. Ne? Also deswegen auf jeden Fall hier jetzt seid ihr darüber informiert. Es ist bald soweit. Wir haben, wie gesagt, einen Großteil unserer Waffen schon gefunden, die wir nutzen werden gegen den YouTuber-Dungeon. Und das heißt im Umkehrschluss für euch und für mich, dass bald, wenn es denn soweit ist, wenn ich diesen Geschickstein habe, werden wir nochmal uns ranwagen und den YouTuber-Dungeon nochmal versuchen in die Knie zu zwingen. Und dann hoffen wir mal, dass das Ganze, was ich hier jetzt auch gemacht habe, auch ein bisschen zumindest Sinn hatte. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn das klappt. Ja, bis dahin sind wir ja dann auch wieder ein kleines Stückchen stärker geworden, hoffe ich mal. Und dann sollten wir das Ganze packen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil mir wurde auch schon gesagt, nach dem ersten Gegner sind die anderen Gegner jetzt nicht unbedingt viel schwieriger. Deswegen habe ich da ein relativ gutes Gefühl, was dann auch die darauf folgenden Gegner angeht. Ne? Also eventuell könnte es sogar sein, dass wir alle Gegner mit Mal besiegen, aber das kann ich euch jetzt nun wirklich nicht versprechen. Ne? Also das ist auf jeden Fall, ja, so viel möchte ich nicht versprechen, aber ich hoffe zumindest, dass wir den ersten Gegner dann durch diese Taktik dann auch besiegt bekommen. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn das klappen würde. Und vor allen Dingen bin ich da dann auch mal gespannt, ob das Ganze dann auch funktioniert. Ne? Und ja, das dementsprechende Video folgt dann natürlich dann auch die Tage, wenn es dann halt, wie gesagt, soweit ist. Wir sind mittlerweile, was die Runen angeht, ja auch, wie auch im letzten Video erwähnt, deutlich stärker geworden. Ne? Wir sind jetzt schon in einem ganz anderen Runenbereich, was natürlich auch sich auf die Schadensrunen und sowas auswirkt. Ist jetzt natürlich nicht so ausschlaggebend bei dem, was wir jetzt machen, weil ich jetzt nicht nochmal großartig nach Waffen blättern werde. Das ist mir dann wiederum nicht wert. Ne? Aber generell ist es auf jeden Fall, sind wir deutlich stärker geworden im Vergleich zum letzten Mal, als wir den Gegner angegriffen haben. Außerdem haben wir auch ein paar neue Gegenstände mittlerweile. Ja, zum Beispiel den Gürtel hatte ich hier auch verbessert. Das sind auch nochmal 30 Points. Ich glaube, die Handschuhe, nee, ich glaube, die Handschuhe sind dieselben. Aber auf jeden Fall haben wir uns zumindest ein wenig verbessert im Vergleich zum letzten Mal. Ne? Und ja, vielleicht besiegen wir noch den einen oder anderen Gegner in der Zeit hier. Vielleicht den Lucius, ja. Also der war echt knapp gewesen eben gerade. Da hätte ich gedacht, besiegen wir jetzt hier noch live einen Dungeon-Gegner, ja. Das wäre cool gewesen, aber falls ich den besiegen sollte in einem Free-Try die nächsten Tage, dann könnt ihr euch sicher sein, werde ich euch darüber natürlich auch dementsprechend informieren, wenn es da soweit ist. Ich glaube mal, nach dem Versuch heute sollte der nicht mehr so lange auf sich warten. Ja, der hätte wirklich nur die Kunigunde irgendwie einmal ausweichen müssen und dann wäre das Ganze hier schon, ja, wäre das Ganze hier schon vorbei gewesen. Ne? Also deswegen, ja. Spiel, okay, gut. Alles klar, ja, man kennt's, der Klassiker. Der Klassiker, gut. Ja, dann würde ich sagen, beende ich einfach mal, ich habe schon wieder nicht auf die Zeit geachtet, dann beende ich einfach mal das Video jetzt an der Stelle hier, verabschiede mich und hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder, wenn es nicht mehr 4 Uhr morgens ist und Server Restart, dann sehen wir uns auf jeden Fall zu einer besseren Zeit wieder. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch gefallen, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar da, haut rein und bis zum nächsten Mal.